Willkommen an der Ostsee mit ihren schönen Stränden. Wer hier bereits war, hat sich sicher schon einmal gefragt, was wohl im Meer verborgen ist. Sich einfach in einen Fisch verwandeln, im Wasser atmen und geschickt mit Flossenschlägen bewegen können. Einfach mal ins Meer springen und dort schwerelos und lautlos in die Tiefe der Ostsee abgleiten können. Um dort das geschäftige Treiben unter der Wasseroberfläche zu beobachten, das uns bisher verborgen geblieben ist. Wäre solch ein Leben als Meeresbewohner, zumindest für kurze Zeit, nicht genial? Unsere Verwandlung in eine flotte Sprotte kann leichter gelingen als gedacht, indem wir uns die passende Schnorchelausrüstung anlegen oder indem wir unsere Atemluft mitnehmen und als ausgebildete Taucher unter die Wasseroberfläche gleiten. So sind wir bestens ausgestattet und können uns auf eine Entdeckungsreise in eine andere Welt machen, in die faszinierende Unterwasserwelt der Ostsee. Nicht nur an Land, auch im Meer finden sich satte Wiesen, dichte Wälder und andere interessante Lebensräume. Erkunden wir die Ostsee vom Strand aus, so breitet sich oft als erstes sandiger oder schlickiger Boden vor uns aus. Dieser sogenannte Weichboden zeigt oft feine Rippel im Sand. Sie zeugen von der steten Wellenbewegung, die sich im flachen Wasser auch auf den Meeresboden auswirkt und dort alles in Bewegung hält. Folgen wir dem ersten Fisch, einer Grasnadel, in größere Tiefen. Hier ist der Weichboden oft feinsandiger und mit abgestorbenem Pflanzenmaterial angereichert. Die Wasserbewegung ist viel geringer als in Strandnähe. Einige Grashalme schieben sich hier bereits vorsichtig aus dem Boden und auch die ersten Algen sind erkennbar. Vor allem in geschützten Flachwasserbereichen mit hohem Lichteinfall gehen die einzelnen Pflanzen nun in dichte Wiesen mit bis zu 1,5 Meter langen Halmen über. Wie seine Verwandten an Land bildet auch das gemeine Seegras Blüten aus und sucht sich mit weit verzweigten Wurzelstöcken einen Halt und seine Nahrung. Seegras gehört als Blütenpflanze nicht zu den Meeresalgen. Es wächst jedoch meist eng mit diesen beisammen. Viele verschiedene Lebewesen finden in einer Seegraswiese sehr gute Lebensbedingungen vor. Die Lebensgemeinschaften der Weichböden und Seegraswiesen sind eng miteinander verzahnt. Besonders deutlich zeigt sich das bei Fischen wie dieser Schwarzgrundel, die immer auf der Suche nach Futter, einem Partner oder einem Unterschlupf ist. Aber auch unsere auffälligsten einheimischen Krebse, die Strandkrabben, finden mal auf dem Sand und mal in der Seegraswiese ihre Beute. Sie fressen alles, was ihnen zwischen die kräftigen Scheren kommt und gelten damit als Gesundheitspolizisten der Ostsee. Auch nackte Zehen müssen sich vor ihnen in Acht nehmen. Sand- und Schlickböden mögen auf den ersten Blick unbewohnt und trostlos erscheinen. Doch haben wir erst einmal die farblich perfekt an den Untergrund angepasste Flunder entdeckt und ihren flach auf der Seite liegenden Körper, das schiefe Maul und das nach oben gewanderte Auge gewürdigt, ahnen wir, dass der Meeresboden noch viele andere Schätze verbergen muss. Auch andere Plattfischarten wie die Scholle, die Seezunge und der Steinbutt machen sich ihre Tarntracht zunutze, um sich an ihre Beute heranzupirschen und um sich selbst vor größeren Fressfeinden wie Seehunden oder Seevögeln zu schützen. Tatsächlich spielt sich das meiste Leben aber im Meeresboden selbst ab. Wirbellose Tiere wie der Seeringelwurm gehen hier auf Beutefang und verstecken sich vor Angreifern. Die unterirdischen Grabaktivitäten des Wattwurms, der in U-förmigen Röhren lebt, sind aufgrund seiner typischen Kotkringel nicht zu übersehen. Er reichert gemeinsam mit anderen Bodenlebewesen den Sand oder Schlick mit Sauerstoff an und baut abgestorbenes Pflanzenmaterial ab. Von den Nährstoffen kann dann wieder das Seegras profitieren. Auch die Muscheln, deren Schalen wir häufig am Ostseestrand finden,
wie Sandklaffmuschel oder Herzmuschel, leben im Meeresboden versteckt. Hier sind sie vor Fressfeinden und starker Strömung geschützt. Zu sehen sind meist nur die Öffnungen ihrer fleischigen Rüssel, die Siphonen, über die die Tiere mit dem umgebenden Meerwasser in Kontakt stehen. Muscheln tragen mit ihrer Filtrierleistung einen wichtigen Teil zur Reinigung des Wassers bei. Gleichzeitig dienen sie, wie viele andere Bodenbewohner auch, als Nahrung für Fische, Vögel, Robben und andere Meerestiere. Und noch etwas macht die Weichböden und Seegraswesen zu etwas Besonderem. Sie sind Laichgebiete für einige unserer häufigsten Fischarten. Im Frühjahr und Sommer lässt sich mit etwas Glück das Brutverhalten beobachten. Das während dieser Zeit auffällig gefärbte Männchen des dreistacheligen Stichlings baut am Boden ein Nest aus Pflanzenteilen. Durch einen Balztanz angelockt, legen nun mehrere Weibchen nacheinander ihre Eier in die entstandene Bruthöhle. Anschließend werden die Weibchen vertrieben und das Männchen kümmert sich als alleinerziehendes Elternteil um seinen Nachwuchs. Auch bei den Sandgrundeln sind es die Männchen, die Reviere bilden und Nester bauen, wie hier unter einer Muschelschale. Die Gelege werden bis zum Schlüpfen der Jungfische von den Männchen bewacht, gegen Fressfeinde verteidigt und durch Flossenfächeln ständig mit Frischwasser und Sauerstoff versorgt. Die Sorge um seinen Nachwuchs hält auch diesen Vater auf Trab. Bei genauem Hinsehen können zwischen den Halmen von Seegras perfekt getarnte Schlangennadeln entdeckt werden. Sie sind, wie die heimischen Seenadeln, eng mit den Seepferdchen verwandt. Auch bei ihnen übernehmen die Männchen die Brutpflege und tragen die Eier so lange bei sich, bis daraus die voll entwickelten Jungtiere schlüpfen. Seegraswiesen gelten als die Kinderstube im Meer schlechthin. Die dicht stehenden Halme der Seegräser bieten ideale Voraussetzungen zum Anheften von Eiern, zum Verstecken der Larven und zum Stopfen von vielen hungrigen Mägen. Die nur wenige Zentimeter große Drummonds Fadenschnecke legt ihre Eischnüre auf Seegrashalmen ab. Sie gehört zu den Meeresnacktschnecken und schützt sich durch biologische Waffen. In den fädigen Anhängen werden die Nesselkapseln ihrer Beutetiere aufbewahrt, um sie gegen Feinde einzusetzen. Bei genauem Blick fallen auch zahlreiche Strandschnecken und winzige Wattschnecken auf, die mit ihren Raspelzungen den feinen Algenbelag abraspeln, der sich auf dem Seegras bildet. Auch viele Krebstiere wie diese baltische Meerassel ernähren sich vegetarisch. Sie krallen sich mit ihren Beinen am Seegras fest und schaben den Algenfilm ab. Die Felsengarnelen fressen besonders im Sommer Algen, während sie im Herbst zum Jäger und Aasfresser werden. Schwebegarnelen dagegen filtrieren Plankton aus dem Wasser. Sie halten sich tagsüber bodennah auf und wandern nachts an die Wasseroberfläche. Sie bilden meist große Schwärme und sind selbst eine wichtige Beute für verschiedene Fische. Auch der bis zu 20 cm große Seestichling muss sich vor Feinden schützen. Seine Form und Farbe sowie sein senkrechtes Schwimmverhalten tarnen ihn im Seegras perfekt, auch für die eigene Jagd nach kleinen Krebsen, Würmern und Fischen. Die Seenadeln und Schlangennadeln tun es ihm gleich. Leider ist unsere faszinierende Ostsee durch die vielfältigen Nutzungen des Menschen sehr belastet und gefährdet. Die Vielzahl der Belastungen hat schwere Folgen. Besonders auffällig ist der zunehmende Müll, der meist von der Landseite aus ins Meer eingetragen wird. Er sieht nicht nur unschön aus, sondern kann Tiere und Pflanzen auch ernsthaft schädigen oder sogar töten. Ein weitaus größeres Problem ist jedoch die Überdüngung der Gewässer mit Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor, die sogenannte Eutrophierung. Sie ist der Hauptgrund für den starken Rückgang der Seegraswiesen während der letzten Jahrzehnte. Die überschüssigen Nährstoffe stammen hauptsächlich aus der Landwirtschaft und gelangen über Flüsse und die Atmosphäre ins Meer. So sorgen sie nicht nur auf den Feldern für gutes Pflanzenwachstum, sondern auch in der Ostsee, wo sie übermäßige Algenblüten verursachen, die das Wasser stark trüben und die mitunter sogar giftig sind. Ohne ausreichenden Lichteinfall können Seegräser jedoch nicht mehr überleben.
Sie sterben ab. Zu viele Nährstoffe im Wasser führen aber auch zu einem Artenrückgang im Meeresboden. Beim Abbau der toten Algen am Boden wird Sauerstoff verbraucht, der nun den Lebewesen im Weichboden nicht mehr zum Atmen zur Verfügung steht. Sie fliehen, falls sie können, oder ersticken. Ein weiteres Problem sind bestimmte Fischereitechniken, wie die Schleppnetzfischerei, bei der die Netze von Schiffen über den Meeresboden geschleppt werden. Oder Reusen, die von Fischern in Seegraswiesen ausgelegt werden. Auch Anker schädigen die Bodengemeinschaften. Bis sich diese wieder erholt haben, können Jahre vergehen. Es ist daher auch für Schnorchler und Taucher wichtig, Seegras nicht mit den Flossen zu zertrampeln und den Sandboden nicht aufzuwirbeln. Für heute reicht es mit dem Leben als Fisch. Man merkt, dass wir keine wechselwarmen Tiere sind, denn trotz Neoprenanzug hat uns die Ostsee ganz schön ausgekühlt. Nun aber nichts wie rein in die warmen Sachen und nachgeschaut, wo wir die nächsten fantastischen Begegnungen mit Meerestieren und Pflanzen unter Wasser machen können.